Hallo und herzlich willkommen zur Weihnachtsfolge vom Podcast Software Testing. Ich bin Richie, Software Quality Coach, Keynote Speaker und Autor. Und weil morgen Weihnachten ist, haben wir heute unsere Weihnachtsmützen aufgesetzt und uns zu einem lockeren Weihnachtsplausch zusammengefunden. Wir, das sind Christian Mercier, Wolfgang Sperling, Matthias Groß und ich. Und wir haben mal so ein bisschen über das Jahr sinniert, über die Herausforderungen und auf das, worauf wir uns nächstes Jahr schon freuen. Und vor allem, was wir auch noch zukünftig alles lernen dürfen. Habt viel Spaß bei der Folge und jetzt schon mal frohe Weihnachten. Hallo Wolfgang, Matthias und Christian, schön, dass ihr da seid. Moin Richie. Hallo Team. Hallo Richie, schön da zu sein. Ja, also was jetzt die Zuseherinnen und Zuseher auf YouTube sehen, ist, dass wir alle schön mit Weihnachtsmützen ausgestattet sind. Auf Audio hört man das nicht, aber wir haben sie alle auf, wir sind alle in vorweihnachtlicher Stimmung und ich habe hier mal zu so einem kleinen Jahresendplausch geladen. Wir vier und noch ein paar andere kennen uns ja sehr gut jetzt vom German Testing Retreat, punktuell schon länger, aber gerade das German Testing Retreat hat uns ja, glaube ich, nochmal so zusammengebracht und auf eine fachlich-persönliche Ebene gebracht, die ich sehr zu schätzen weiß und was für mich auch ein Highlight war dieses Jahr. Und mit dem Thema würde ich auch gerne mal reinstarten mit euch. Was war denn so für euch das große Highlight 2025, so persönlich oder beruflich oder generell? Was kommt euch denn da in den Sinn? Also das Test-Retreat gehört auf jeden Fall zu den Highlights dazu. Also sowohl beruflich als auch privat. Also es war natürlich nichts dazu, dass man irgendwie mal mit der Familie in Urlaub fährt. Ne? Das ist privat eine ganz andere Nummer. Aber es war mit euch allen zusammen eine richtig schöne, intensive Zeit, wo wir uns fachlich ausgetauscht haben oder auch, wie du gesagt hast, wir sind uns auch persönlich näher gekommen, haben gemeinsam gekocht, haben gemeinsam gespielt, haben die Abende verbracht, haben uns da sehr, sehr gut kennengelernt. Also das Testen-Retreat war definitiv ein Highlight in diesem Jahr. Ja, jetzt musst du aber natürlich noch was anderes sagen auch, ne? Also wir können ja nicht alle jetzt nur das Retreat loben, ne? Vielleicht ergänzen zum Retreat. Also, aber ganz ehrlich, also ich habe ja, Entschuldigung, Matthias, mach du. Retreat, das war einfach so, dass sich viele Unbekannte getroffen haben und es ist spannend zu sehen, 3 Tage später ist jeder wieder in seine Himmelsrichtung nach Hause gefahren und im Nachgang war man einfach viel, viel stärker vernetzt und man hat viele kürzere Wege, um auch jetzt Meinungen von anderen einfach mal einzusammeln. Und das ist ja das, worum es geht, dass man auch an anderen Leuten, die außerhalb der Firma irgendwie dran ist, dass man connected ist und auch über den Tellerrand rausblicken kann. Und dafür war das natürlich extrem super. Mhm. Also das war es bei mir auch. Also so blöd klingt, aber das Testing-Retreat, so 10 Testverrückte zusammen zu haben, das war schon echt sehr imposant. Also für mich war so der Schlüsselmoment, als wir irgendwann mal uns so Aufgaben gestellt haben und wie die Teams dann auch total methodisch vorgegangen sind. Also wirklich alles klein, klein zerlegt haben, sich eine Aufgabe gestellt haben, mit Methoden rangegangen sind. Das war innerhalb von kürzester Zeit. Das war schon extrem cool. Und die Abende waren super lustig. Also das Musikraten am Schluss mit Hitstop, das war legendär. Und ich konnte ja dieses Jahr schon ein paar Mal auch beim Testland sein. Da kannte ich ja wenigstens dann 2 Leute auch schon vorher. Und für mich war es absolut das Highlight, wenn ich ehrlich bin. Also jetzt nicht im Privaten, aber im Beruflichen auf jeden Fall. Ansonsten, wenn man sich das Jahr anschaut, war ja auch weiterhin KI ein Hauptthema im Jahr, über das Jahr hinweg. Da merkt sich, oder da kristallisiert sich bei mir immer mehr raus, dass eigentlich der Faktor Mensch und auch die Prozesse das Wichtige sind. Das heißt, wir hatten es schon bei der Testautomation ja immer wieder die letzten Jahre. Das heißt, wenn der Prozess Müll ist und ich versuche eine Automation aufzusetzen, dann holt mich das sehr schnell ein. Und da ist meine Erkenntnis vom Jahr, dass es mit KI noch so viel schneller geht, dass ein unsauberes Setup, Lücken, die man irgendwo drin hat, einholt, dass man die KI gar nicht in der Form nutzen kann, wie man es möchte an der Stelle.
Und auch da wieder der Faktor Mensch, der Austausch mit anderen, das Netzwerk und auch da über den Tellerrand hinausblicken, das kann einfach auch durch eine KI nicht abgelöst werden. Und das hat sich dieses Jahr noch viel mehr gezeigt, dass das Ganze wichtig ist und auf jeden Fall nicht verloren gehen darf. Ich glaube ja auch, dass häufig, das ist auch ein Eindruck, den ich auch habe, dass wenn man jetzt so gerufen wird in die Projekte oder zu den Kunden, ja, wir wollen jetzt auch KI und man guckt sich an, wo die Probleme liegen, da spielt eigentlich KI keine Rolle. Da geht es auch viel mehr um, was habe ich eigentlich für eine Teststrategie, wie sieht mein Testprozess aus? Das sind eigentlich die Themen, an die man jetzt wieder nicht ran will, weil man mit KI eine Lösung gefunden hat, die man da jetzt irgendwie vorschieben kann. Und das wird dann alles besser, wird es aber halt nicht. Ne? Aber vielleicht lenkt das ja jetzt auch den Fokus da drauf, ein bisschen mehr drauf zu schauen, wie teste ich denn eigentlich wirklich? Ne? Was will ich denn eigentlich überhaupt damit machen und welches Problem will ich damit lösen? Ne? Ja, was ich halt gesehen habe, ist, dass die Geschwindigkeit ist wirklich immens. Also das Thema überrollt so auch die ganzen Kunden. Und als QA hängt man ja meistens so ein bisschen hinterher. Das heißt, wir müssen ja praktisch das Thema erstmal verstehen, damit wir wissen, wie wir das Thema angehen. Und auf der anderen Seite gibt es ganz viele Menschen mit KI, die einfach mal machen. Also aus dem Hackathon heraus, weißt du, irgendwas und dann geschieht irgendetwas. Und dabei ist es tatsächlich eine Strategie, also diejenigen, die schon länger KI machen. Ich habe vor kurzem von einem großen amerikanischen Unternehmen, so Technologie-Evangelisten, die haben gesagt, bitte nicht aus einem Hackathon heraus ein Produkt entwickeln, sondern macht euch vorher Gedanken. Baut es vorher ein, baut vorher Qualitätssicherung, baut vorher Security mit ein, weil später ist das praktisch ein Ding und Möglichkeit, ihr bekommt es nicht mehr eingefangen. Das sehe ich aber tatsächlich im Moment auf dem Markt noch nicht so als Thema, leider. Ja, ist natürlich auch ganz viel ausprobieren gerade dabei, ne? Also ganz Ja. viel experimentieren. Ne? Das ist, ich glaube, das ist auch was, wo wir uns generell so ein bisschen schwer tun gerade, weil es ja eben noch keinen Blueprint gibt. Ne? Also sagen wir jetzt, wenn ich gerade bei uns im Testen schaue, na, wir haben unsere Testmethoden, die sind zum Teil, weiß ich nicht, aus den 70er Jahren oder sowas. Und wir haben ein ISTQB, das in seinen Grundfesten von den Rahmen jetzt auch 20 Jahre alt ist. Ne? Das sind alles etablierte, erfahrene Dinge. Und mit KI haben wir jetzt auf einmal ganz Neues, was sich auch noch sehr dynamisch gerade ändert und selbst die Begrifflichkeiten gerade alle nicht so sauber noch sind oder sauber genutzt werden. Ne? Da spricht einer von irgendwelchen AI-Agents, der nächste, der macht irgendwelche Prompt-Chains oder sonst irgendetwas. Ne? Und man muss sich erst da zusammenfinden, was heißt denn das eigentlich genau? Ne? Ja. Genau, diese alten Dinge, die du ansprichst, das ist eigentlich diese Grundlagenarbeit. Und das ist das, was ich eben gemeint habe. Diese Grundlagenarbeit oder diese Basis ist so extrem wichtig, auch im Zuge der KI-Nutzung, dass man da ein einheitliches Verständnis hat und als Unternehmen gut aufgestellt ist und sagt, das ist unser Prozess und den leben wir auch so. Und wenn diese Grundlagenarbeit nicht da ist, dann tut man sich hinten raus mit Automation oder KI oder was auch noch immer kommen wird, umso schwerer. Was glaubt ihr denn? Und gerade so ein, Bitte, ja. So ein Satz von dir, so ISTQB ist halt 20 Jahre alt. Also ich finde, dass die wirklich einen sehr, sehr guten Job da gemacht haben, auch mit den Gen AI jetzt den Ansätzen, sich damit zu widmen und auch das Ganze wirklich formal anzugehen, finde ich jedenfalls sehr hilfreich. Also richtig cool gemacht. Ja, also es ist natürlich etabliert. Wir haben dieses Jahr ja 1 Million Zertifikate weltweit gehabt, 100.000 in Deutschland. Also das ist schon, sagen wir, wo sehr viel Ehrenamt und sehr viel Volunteering reingeht, schon ein Erfolgsmodell irgendwo. Ne? Und das braucht natürlich auch seinen Wandel und seinen Fortschritt und seine Evolution, das denke ich schon. Und da sind jetzt ja auch Pflöcke eingeschlagen, wie der GenAI, wie du sagst, oder CTAI. Aber da braucht es einfach weiter auch diese Reformierung des Ganzen, ne? Weil ja, Zertifikate, die haben natürlich auch einmal ein bisschen mehr Bewunderung, dann wieder ein bisschen weniger. Mal sehen, wo das hinführt, ne? Wenn ihr so jetzt bei euren Kunden oder in euren Unternehmen schaut, was glaubt ihr denn, sind denn so die Herausforderungen, denen wir uns als Testerinnen nächstes Jahr so richtig stellen müssen? Vor allem konkret. Also jetzt kann man natürlich sagen, ja hier
KI, ja, schön, aber was denn wirklich dabei? Was ist denn da so eure Einschätzung? Das geht so ein bisschen von bis. Also das fängt bei manchen Kunden damit an, dass man den Testprozess erstmal sozusagen vom Grundsatz her aufbauen, etablieren muss. Gar nicht in aller Pracht und Schönheit und Form lehrbuchmäßig, sondern dass man an den einzelnen Stellen das Bewusstsein dafür schafft, warum Qualitätssicherung wichtig ist, warum Testen wichtig ist, was man testen kann, wie man eine vernünftige Basis schafft, wie man eine vernünftige Anforderung definiert, die man dahinter auch abtesten kann. Und endet aber auf der anderen Seite auch darin, dass man schon große Prozesse hat, große Prozessmodelle, die über die Jahre gewachsen sind, wo man dann immer wieder Neuerungen rangeklöppelt hat, die man reformieren muss, entschlanken muss, damit sie weiter funktionieren und auch den neuen regulatorischen Anforderungen, zum Beispiel im Bankenumfeld, dann auch genügen. Also die Herausforderungen sind vielfältig. Es ist nicht die eine Herausforderung, auch wenn wir immer alle jetzt über KI sprechen, das ist nicht die einzige Herausforderung, die wir haben. Manchmal ist es die Basisarbeit und manchmal ist es irgendwie das Anpassen an die neuen Anforderungen, das Entschlacken. Das ist ja das Tolle auch. Jeder ist in einem anderen Startpunkt oder jeder steht gerade aktuell woanders. Und dementsprechend sind natürlich die Herausforderungen ganz, ganz vielschichtig. Und was sich aber zeigt, ist, beginnend mit DevOps, jetzt auch mit KI, dass der Druck immer größer wird, sauber zu arbeiten, schnell zu sein, Fast Feedback zu haben. Und ich glaube, da, gerade im regulierten Umfeld, muss man dran arbeiten oder müssen viele dran arbeiten, dass sie die Schnelligkeit bekommen, die es noch fehlt. Und da tun sich halt alteingesessene oder auch ältere Firmen schwerer wie ein mittelständisches, dynamisches Unternehmen. Und da müssen die vor allem dran arbeiten, dass sie den Bezug oder den Anschluss am Markt nicht verpassen und dabei sind, sage ich mal. Und ich glaube, da ist sehr, sehr viel Nachholbedarf und auch sehr viel Optimierungsbedarf an der Stelle. Also so wie Christian auch gesagt hat gerade eben. Also ich glaube auch, dass so im Prinzip 3 große Herausforderungen für die Firmen sind. Das eine ist aktuell die ganze Diskussion um die souveräne Cloud herum, also die Unsicherheit. Sind wir mit unseren IT-Strategien, die ja in den letzten Jahren so wirklich auf die Cloud ausgerichtet war und wir uns auch als Tester ja auf die Cloud eingestellt haben, kann ich das überhaupt noch machen? Also die Unsicherheit ist einfach da. Da gibt es auch sehr unsachliche Diskussionen leider. Auch da wieder halt sehr schnelle Meinungen, die produziert werden und die halt beeinflussen dann auch. Und um diese Meinungen tatsächlich dann umzusetzen in was ist daran Wahres dran, muss man sich halt echt knietief in die Materie begeben und muss halt tatsächlich ganz, ganz viel lesen, ganz viel lernen. Oder halt auf den Rat von Experten hören. Auf der anderen Seite kommt die KI, die halt sehr schnell irgendwas umsetzen möchte. Und ich finde tatsächlich, dass die agile Community eigentlich diejenige ist, die am größten unter Druck steht. Weil wenn du dir überlegst, dass die KI ja viele Schritte selbstständig übernimmt oder übernehmen soll, jetzt auch im Entwicklungsprozess, dann fällt eigentlich die Grundlage von agilem Entwickeln, nämlich dieses sich zusammensetzen, Teams bilden, Spezialisierungen zu haben, aber in einem Team und sich auszutauschen. Das fällt natürlich teilweise weg, weil da ganz viel KI-Unterstützung jetzt da ist. Und das Ganze trifft jetzt gleichzeitig auf eine Phase, wo die Firmen gar nicht mal so viel finanziellen Spielraum haben, sondern dabei sind, sich eben hin zu optimieren. Ich finde, die Gemengelage ist in Richtung Qualität gar nicht einfach aktuell. Und ich sehe da eine große Herausforderung für uns, auch stärker am Markt laut zu schreien oder uns zu vernetzen und zu sagen, schaut mal, wenn ihr was richtig machen wollt, dann bitte, dann versucht doch das wenigstens mit einzubinden von Anfang an, weil ganz am Ende ist es sauteuer, wenn ihr sehr spät erst mit der QA dann eben anfangt. Ich glaube ja auch, dass das mit, was du sagst, auch dieses Testen und Qualität, ich meine, das ist ja immer, wenn wir ehrlich sind, immer Diskussionspunkt
würdig, also nicht, wir müssen es halt immer verteidigen, ne? Also das war ja von Anbeginn der Zeit so, ne? Es ist jetzt vielleicht ein bisschen besser geworden über die Jahre, aber es gibt noch immer ganz viele Manager, Unternehmen und sowas, die einfach sagen, ja, wenn wir wo sparen, warum nicht beim Testen Qualität, weil so ein abstraktes Qualitätsrisiko-Ding, was vielleicht irgendwann passiert, mein Gott, das können die sich oft gar nicht so vorstellen, ne? Aber der Entwickler, der macht ja was Handfestes, der programmiert, da kommt was raus und so, ne? Also diese Denke gibt's ja immer noch sehr häufig und das ist ja, glaube ich, auch mit unserer Aufgabe, das zu lösen. Und das sind, wie du sagst schon, was ich immer ganz spannend finde, ist ganz viel Grundproblem für Qualität oder für diese ganzen Themen ist ja sehr häufig im Verständnis, im gemeinsamen Verständnis von Dingen, ne? Wo ja eigentlich Agilität voll darauf einzahlen will. Man setzt sich zusammen, man bespricht diese Sachen, man versucht mit BDD noch mehr Klarheit, Beispiele, sonst was zu finden, was für Methoden auch immer, ne? Es geht ja immer darum, ein gemeinsames Verständnis zu schaffen, wo will ich denn eigentlich hin und dann das dann umzusetzen, ne? Und ich glaube, da sehe ich jetzt auch noch einmal ein bisschen mehr in dieser ganzen turbulenten Zeit darauf auch hinzuwirken, ne? Und testen da auch als Werkzeug zu nutzen, zu sagen, okay, wie schaffen wir denn da ein Qualitätslevel? Was ist denn überhaupt das Richtige, was wir da machen wollen? Also ich glaube, dieses Hinterfragen des Status Quo, das steht jetzt auch bei einigen an, ne? Die so seit Jahren ihre Testfallkataloge da pflegen und durchführen und aber überhaupt nicht mehr wissen, ist das eigentlich noch richtig da? Passt das so von der Granularität? Teste ich da noch die richtigen Sachen? Das ist eigentlich mit ganz andere Anforderungen da. Ich glaube, da muss jetzt einiges auch passieren, ne? Weil die Daumenschrauben werden enger gedreht, ne? Mit dem KI, mit jetzt tolle Werkzeuge, neue Sachen. Wir werden, glaube ich, in den nächsten Monaten, Jahren unfassbar viel Software sehen, die irgendwie vibe-gecodet hingeschmissen wird. Qualität fragwürdig, ne? Und wir müssen halt irgendeinen Test ja auch irgendwie damit umgehen. Ne? Was müssen wir ja machen damit? Ne? Und da kommen wir vielleicht mit 15-seitigen Excel-Testfalllisten nicht mehr so weit. Ne? Und die gibt's halt immer noch. Ne? Also das und funktionieren ja manchmal auch. Ne? Aber dieses immer wieder auch draufschauen und reflektieren, ich glaube, das ist das, da kann man noch deutlich besser werden. Ne? Was denkt ihr oder was glaubt ihr, wird sich das Skillset des Testers in der Zukunft oder vielleicht auch nächstes Jahr schon noch stärker wandeln? Wir haben es im September andiskutiert. Richie, du hast eben gerade gesagt, mit Vibe-Coding und weg von den fachlichen Excels. Wolfgang hat es eben gesagt, mit Security. Es ist ja so, dass die nicht funktionalen Qualitätsmerkmale immer mehr in den Fokus rücken. Heißt es zukünftig für die Tester, weniger Funktionalität, mehr nicht funktionale Themen? Was ist da eure Meinung oder Blick drauf? Naja, wenn du dir die ISO 27059 anschaust, die ja tatsächlich da weitere Qualitätskriterien reinbringt, die hat tatsächlich einen Satz zur Funktionalität und 4 Kriterien, die im nicht funktionalen Bereich liegen. Also insofern ja, der Fokus wird größer sicherlich. Und natürlich, wenn du gerade so Agenten einsetzt, hast du natürlich auch ganz viel Qualitätssicherung dann plötzlich in Produktion. Also das heißt, auch wir müssen uns innerhalb dieses DevOps-Zirkels stärker auch damit beschäftigen, was passiert eigentlich in Produktion, was können wir damit absichern, was sind die Tools, die Anbieter, die KI anbieten, die Plattform anbieten, welche Tools haben die, um bestimmte Risiken zu mitigieren, welche davon setze ich ein, wie setze ich die ein, wie konfiguriere ich die. Das ist schon ganz schöne Herausforderung. Und dann so als Tester habe ich gesehen, also damit hatte ich dann dieses Jahr zu tun, du beschäftigst dich plötzlich mit sowas wie Traces. Also du hast dann irgendwelche dokumentierten Wege innerhalb der KI, die ganzen Schritte sind dokumentiert und dann hast du irgendwie, keine Ahnung, 4 Seiten Dokument und da musst du jetzt schauen, ist da überhaupt ein Fehler drin? Oder wenn ja, was ist das denn für ein Fehler? Oder was passiert da, wenn 3-mal die gleiche Funktion aufgerufen wurde und keinmal kam eine Antwort zurück? Muss ich vielleicht meinen Prompt verbessern oder so. Also du gehst tatsächlich, also du musst dich mit dieser Materie beschäftigen. Also prinzipiell, wie funktioniert KI, aber die Mechanismen danach, um Fehler zu finden, die sind die eigentlich die Tester antrainiert haben. Und das ist eigentlich auch ganz, also glaube ich, haben wir ganz gute Voraussetzungen, müssen uns halt dann mit so Sachen beschäftigen, also noch stärker mit Coden, noch stärker mit dem,
was passiert eigentlich beim Prompting, was passiert als Antwort. Das ist alles sehr, sehr schwierig zu lesen, aber wenn man es mal angefangen hat, dann geht es eigentlich. Und sich dann halt überlegen, was sind gute Kriterien, die ja eben nicht mehr testen sind, sondern Validierung, weil du ja kein deterministisches System hast. Aber das sind Herausforderungen, die wir haben, aber ich glaube, dazu gibt es tolle Angebote auch Schulungen. Und das, was wir Tester eigentlich schon immer machen müssen, lesen, uns weiterbilden, ständig neues Wissen anhäufen, das ist eigentlich das, was sich nicht geändert hat, finde ich. Ich glaube, dass die nicht funktionalen Kriterien einfach immer immer mehr werden und ein höheres Gewicht bekommen. Also die funktionalen stehen aus meiner Sicht irgendwie immer am Anfang. Das ist immer so das Erste. Es muss überhaupt irgendwie das tun, was es soll. Aber während vor, weiß ich nicht, 30 Jahren eine Software toll war, wenn man den springenden Punkt hatte, also gar nichts Wildes, sondern nur die Funktion hatte, ist inzwischen der Anspruch viel, viel höher. Es gibt viel, viel mehr nicht funktionale Ansprüche, die man an eine gute Software hat, und das wird auch immer steigen. Während früher Performance irgendwie nachrangig ist es heute total wichtig, dass man eine schnelle Antwort kriegt. Während irgendwie Usability in den letzten Jahren, die musste halt gut sein, es musste sich erschließen, verlangt man eine sehr gute Usability und auch eine gute Barrierefreiheit. Das war vor Jahren noch nicht so. Dann war das ein Alleinstellungsmerkmal, wenn man barrierefrei war. Heute sollte das zum Standard dazugehören. Also diese nicht funktionalen Merkmale gewinnen immer mehr an Wichtigkeit. Es werden immer mehr. Und damit ich Qualität habe, also die Erwartung erfülle, muss ich halt auch immer mehr erfüllen, was nicht funktional ist. Also das ist so meine Sicht darauf. Da noch zwei Gedanken dazu. Das eine ist, ich fand das ganz schön, ich weiß gar nicht mehr, wo ich das her hatte, da ging es darum, was ist eigentlich Qualität, und da war so die Hypothese drinnen, dass Qualität im Endeffekt ein Gefühl ist. Das ist natürlich für uns in der IT super, ne? Also, schön, ne? Aber das ist so ein Inneres, wenn eine gute Qualität ist, dann merke ich das irgendwie, ne? Und wir haben natürlich in der Softwareentwicklung diese ganzen funktionalen, nicht funktionalen Qualitätskriterien, Merkmale, die ja jetzt noch mal viel mehr geworden sind durch KI, wo wir ganz, ganz neue dazu bekommen haben. Das ist halt so ein Hilfsmittel, ne? Die zahlen alle darauf ein. Im Endeffekt auf dieses Gefühl, dass ich weiß, meine Daten sind sicher, ich benutze es gerne, es ist schnell, es ist schön, es macht, was ich will, ne? Also so diese innere Zufriedenheit dazu steigern. Und ich finde das Bild ganz gut, also den Weg darüber ganz hin zu sagen, okay, wo muss denn der Tester hin? Ne? Der Tester ist im Endeffekt ja irgendwo der Advokat des Außens, des Nutzers, ne? Der dann versucht, da auch dieses Bild reinzubringen, und das deckt halt einfach ganz viele Kriterien mit ab. Und ich glaube, diesen ganzheitlichen Blick darauf, auf dieses Thema Qualität, auch auf unsere Prozesse und sowas. Ich glaube, das ist ein Skill, den wir als Tester zukünftig auch mehr pflegen dürfen, weil ich glaube schon, dass wir als Tester in so einer, ja, für uns ist es vielleicht nach der Agilität jetzt die nächste große Zeitenwende, mit der wir uns jetzt wieder auseinandersetzen. Jetzt haben wir uns gerade beruhigt, uns eingefunden in die agilen Teams, und jetzt geht das nächste Thema los. Ne? Aber damit müssen wir uns beschäftigen, hilft nichts. Kopf in den Sand stecken hat ja da Dings, und ich glaube, ich kriege dann manchmal das Feedback auch, letztens mit einem Tester, ja, aber es ist ja gar nicht mein Job, ne? Also ja nicht mein Job, dass ich jetzt hier einen Prozess mir anschaue und den auch besser mache oder mir überlege, wie KI oder hier und das und sonst was, ne? Und ich sage, ja, aber wer macht's denn sonst, ne? Wer geht denn mit diesem kritischen Blick drauf und hinterfragt die Dinge? Das ist halt per se mal unser Background, ne? Und deswegen finde ich das sehr wohl, dass das unser Job, wenn es noch nicht ist, einfach auch werden muss. Das meine ich gar kein Rumgejammer, sondern wirklich ein konstruktives, kritisches drüber nachdenken, was machen wir eigentlich da so den ganzen Tag? Ja. Ja, wie kriegen wir das denn hin? Also Herausforderungen sind gut. Wolfgang, du hast schon Ausbildungen, Schulungen angesprochen. Was meint ihr denn, was können wir denn als Tester, Testerinnen, Automatisierende oder was auch immer machen, damit wir dem Ganzen ein bisschen besser gewappnet sind?
Also also den Leuten, mit denen ich zusammenarbeite, die Teams, also denen sage ich immer wieder, hey, ihr müsst halt lesen. Also das beginnt bei LinkedIn, manche Posts, die auf irgendetwas verweisen, was sehr interessant ist. Also Matthias ist da ja ganz aktiv und ich folge dem immer und schaue auch, dass meine Kollegen das auch alle schön brav lesen. Ansonsten eben Podcasts, alles Mögliche. Also du musst versuchen, die Informationen irgendwie zusammenzubekommen. Dann findest du irgendwas, wo du weißt, wo du plötzlich merkst, hey, habe ich noch nie drüber nachgedacht. Cooler Gedanke, so ein bisschen wie beim kleinen Prinzen, so ein ganz toller Funke. Und dem gehe ich jetzt mal irgendwie nach. Und ich glaube, diese Neugier, die müssen wir weitermachen, aber das durchaus dann fundieren eben mit sowas wie einer Schulung. Also ich finde gerade diese ISTQB-Schulungen finde ich richtig gut. Der Florian ist da ja auch sehr aktiv. Also das halte ich für unumgänglich, damit man diese Anfangsangst, also was ist ja wieder was Neues, und da hat jeder erstmal von uns Ängste, hey, ersetzt es meinen Job oder bin ich plötzlich überflüssig, weiß ich zu wenig. Und sich da einfach reinzustürzen, da sind diese Schulungen wirklich ein super Ansatz, finde ich. Mhm. Ja, diese Basisschulung halte ich für ganz, ganz wichtig, dass man diese Basisausbildung mitkriegt, dass man versteht, warum man das macht, dass man die Menschen, die mit Testbegriffen sprechen, dass man versteht, was die gerade meinen, dass man irgendwie schnell einen Draht zueinander findet. Wenn wir jetzt auf dieses Testing-Retreat gucken, wir sind so schnell ins Gespräch gekommen miteinander, weil wir alle die gleiche Sprache gesprochen haben. Das passiert uns im normalen beruflichen Umfeld eher selten, dass wir Begriffe verwenden, Spezialbegriffe und die anderen uns ad hoc verstehen. Aber so eine Basisschulung kann halt helfen, die Basis zu verstehen und miteinander sprechen zu können. Da darf man aber nicht stehen bleiben und nicht sagen, das habe ich jetzt gelernt, jetzt mache ich Schema F und das ziehe ich jetzt durch. Dieses Schema F wäre ja extrem gefährlich. Man muss irgendwo gucken, dass man es pragmatisch anwendet und die Idee dahinter versteht. Also gar nicht so sehr das Lehrbuchschema, sondern die Idee dahinter, was passiert, wenn ich was mache, warum mache ich das, was passiert, wenn ich das weglasse und kann ich es vielleicht auch mal weglassen? Also gehe ich sozusagen das Risiko ein oder nehme ich absichtlich mal irgendwie eine Abkürzung und spare mir ein paar Sachen. Und dann muss es dahin gehen, dass ich die Erfahrung gesammelt habe, dass ich den Raum, die Möglichkeiten, die Methoden kenne und sie pragmatisch anwende und gar nicht so sehr in den Prozessen lebe, sondern mit dieser Neugier daran gehe und gucke, wie kann ich das, was ich gelernt habe, darauf anwenden, was ist jetzt hier gerade sinnvoll und was kann ich daraus Neues erarbeiten, Neues ableiten, wie kann ich das auf die Situation, in der ich gerade bin, runterbrechen. Also du hattest ja den Skillset angesprochen und hier ist es super wichtig, dass wir erkennen müssen oder auch sehen müssen, dass es breiter wird. Es reicht nicht mehr, irgendwie in der Fachdomäne ein Wissen aufzubauen, also fachliches Know-how zu haben, sondern es wird zunehmend technischer. Und da ist zum einen eine Richtung Technik, die ich erkenne, dass auch der Fachbereich oder die Fachleute sich da mehr annähern müssen. Und das Zweite ist, was auf jeden Fall nie verloren gehen darf, ist diese Intuition für irgendwo einen Fehler. Das heißt, das Berufsgespür, sag ich mal, das uns antreibt und das wir haben, das darf nicht verloren gehen, auch wenn wir irgendwie mehr technisch werden oder irgendwie uns in eine andere Richtung entwickeln. Weil ich glaube, durch diese Intuition oder diese Grundahnung, hier könnte was sein, werden 40-50% der Fehler aufgedeckt. Also nicht durch einen sauberen Testfall oder sowas, sondern einfach, dass man sagt, ich habe da so ein Bauchgefühl und dem Bauchgefühl gehe ich jetzt mal nach. Und das darf auf jeden Fall nicht verloren gehen. Aber gleichzeitig ist natürlich wichtig, dass man schaut, wie werde ich breiter, wie kann ich mich breiter aufstellen, wie komme ich davon weg, dass irgendwo eine Entwicklungsabteilung irgendwas codet, zum Fachbereich rüberwirft und sagt, jetzt teste mal. Und der Fachbereich braucht Anleitung zu sagen, okay,
nicht nur funktional, sondern wie kann ich das auch Usability-mäßig testen. Und auf der anderen Seite die IT, die näher ranrückt und sagt, ich unterstütze euch, was Testautomation betrifft, was einen Performance-Test betrifft, Kompatibilität oder was auch immer. Das heißt, dieses gemeinsame Verständnis für ein Stück Qualität oder für ein Stück Software, das wird zunehmend wichtiger. Und ich glaube, da müssen wir daran arbeiten, dass alle Menschen, alle Leute, die außenrum beteiligt sind, auf ein Ziel hinarbeiten und dass da die Grenzen, was im Agilen natürlich schon deutlich reduziert wurde, noch weiter reduziert wird und wir da ein gemeinsames Produkt entwickeln und hinbekommen. Das finde ich, mit der Intuition finde ich auch ganz spannend. Das ist ja so ein bisschen auch die unbewusste Kompetenz, die sich so ein bisschen aufbaut über die Zeit, ne, dass man dann einfach auch Fehler findet. Und ich glaube, das geht auch in eine Richtung, die ich auch ganz wichtig finde für die nächste Zeit. Jetzt gar nicht so sehr nur für uns im Testumfeld, aber da auch natürlich, ist das Ganze auch der persönlichen und menschlichen Weiterentwicklung, ne? Also zu schauen auch, wie kann ich mich denn selber auch jetzt abseits von der Fachlichkeit, von der Technik auch persönlich weiterentwickeln. Das merke ich in meinen Coachings mit Testmanagern und Testern immer wieder, dass es einfach auch viel darum geht, mal bei sich selber ein bisschen aufzuräumen, ne? Zu schauen, warum triggert mich da der eine immer, ne? Warum gehen mir die so auf den Sack hier oder warum habe ich irgendwie immer Angst, was zu sagen oder so. Also mal auch mal ein bisschen da reinzuschauen, wie bin ich als Mensch, und gerade wenn es jetzt so ein bisschen stürmischer wird, die Zeit, ne, wo man mehr Resilienz brauchen, wo man mehr Teamwork brauchen, mehr Kommunikation, ne, dann ist natürlich schade, wenn das dann an Dingen scheitert, weil man ja da einfach selber irgendwie im Struggle ist oder im Stuck oder sowas, ne? Und ich glaube, gerade sowas wie Resilienz oder sowas, da oder auch Mut bei uns im Testen, ne, aufzuzeigen, zu sagen, okay, ich habe hier was, das gehört ja auch dazu, das dürfen wir auch pflegen und weiterentwickeln. Ne? Ich bin da Anfang der Woche wieder über ein Zitat gestolpert, und zwar: zwischen Reiz und Reaktion liegt ein Raum, und es liegt an uns, den Raum zu füllen und den Raum größer zu machen. Ich finde es, also ich habe es vor Jahren schon mal gehört, jetzt bin ich wieder drüber gestolpert und es steckt so viel Wahrheit in dem Zitat. Das ist echt phänomenal. Ja, das stimmt, da hast du recht. Ja. Julia steht vor der Tür. Wenn wir jetzt so ins nächste Jahr schauen, was habt ihr denn da schon irgendwie irgendwas, worauf ihr euch total freut, was kommt? Jetzt sagt nicht das Retreat, das will ich nicht hören. Da muss was anderes kommen. Irgendwas, wo ihr sagt, das wird mein Steckenpferd, das wird mein Projekt, das wird mein Event, was auch immer, wo ihr sagt, das wird 2026 besser machen. Also wir sind ja losgelaufen 2025 mit dem Testland. Wir hatten die ersten Veranstaltungen. Wir haben eine neue Community im Südwesten aus dem Boden gestampft und haben hier erste Schritte gegangen. Und da freue ich mich extrem, dass wir da die nächsten Schritte gehen können. Dass wir sagen können, wir haben eine Community, wo man eine Vertrauensbasis hat, wo man ein Miteinander hat und irgendwie auch Leute hat, wo man anklopfen kann. Und das wollen wir, oder will ich persönlich weitertreiben nächstes Jahr, dass wir da eine starke Community, eine starke Basis haben. Und ich freue mich auch auf verschiedensten Events, sei es ein Retreat oder sei es irgendwelche Konferenzen, noch mehr Anknüpfungspunkte an andere Personen zu finden, um einfach meinen persönlichen Blickwinkel zu erweitern für gewisse Dinge. Weil auch ich lerne täglich Neues dazu, obwohl ich schon viele Jahre im Job drin bin und viel Erfahrung gesammelt habe. Und das freut mich umso mehr, wenn ich da einfach neue Sachen dazu lernen und für mich persönlich wachsen kann. Und auch das möchte ich nächstes Jahr unbedingt verfolgen an der Stelle. Ja, ich habe Glück, ich bin da dabei. Also ich freue mich da auch richtig drauf. Also Julia und Matthias haben ja das Testland gegründet. Aber es ist eine richtig lustige, gute Community, finde ich, mit super Austausch. Also wo wir wirklich danach in der ganzen Gemeinschaft ins Gespräch kommen und auch über tagtägliche Probleme oder Herausforderungen oder so reden. Also das finde ich schon sehr cool. So eine offene Stimmung habe ich schon lange nicht mehr erlebt. Also da
hilft wirklich jeder zusammen. Das sind Leute, die eher selber im IT-Lösungen umsetzen, sind Systemintegratoren, sind reine Testprovider, also ganz unterschiedliche Menschen mit ganz unterschiedlichem Hintergrund. Aber die Gespräche sind super und richtig, also ich bin noch aus keinem einzigen Treffen rausgekommen, wo ich nicht dachte, hey, schon wieder was dazugelernt. Also finde ich echt gut. Also das ist etwas, worauf man sich freuen kann, dieser Austausch. Ja, ich freue mich darauf, dass ich nächstes Jahr in vielen verschiedenen Projekten unterwegs bin und verschiedene Kollegen dabei habe, die mal mehr oder mal weniger neu im Testing sind. Also einige sind sehr neu im Bereich Qualitätssicherung. Da freue ich mich darauf, die da heranzuführen, weil die richtig Lust haben, die haben richtig Bock darauf. Die haben, glaube ich, diese Nase, den Fehler zu riechen und zu finden. Die haben dieses Gespür, wo könnte was sitzen. Aber die haben auch die Ausdauer, irgendwo auch methodisch ranzugehen, um sozusagen die Basis abzudecken. Und da freue ich mich drauf, dass ich die nächstes Jahr mitnehmen kann, dass ich da sozusagen mal Nachwuchs züchten kann, der dann vielleicht demnächst auch wieder an so einem tollen Testing-Retreat teilnehmen kann und sich da einbringen kann. Ja, das gehört natürlich auch zu den Highlights, aber das darf ich ja nicht sagen. Ne? Ja, ich darf nicht so viele Leute vom Retreat einladen. Das merke ich schon, wirkt dann wie eine Dauerwerbesendung, was es aber nicht sein soll. Das ist der Austausch, der so wichtig ist. Also das muss nicht das Retreat sein. Also die können sich auf Konferenzen austauschen, im Testland, wo auch immer. Der Austausch ist das, was noch zusätzlich wichtig ist. Ne? Jetzt hat man ja gemerkt, das ist ja das, was Matthias und Julia einfach gemacht haben. Hey, setzen wir uns zusammen, stampfen mal eine Community aus dem Boden und man sieht, dass es eigentlich schneller geht, als man denkt. Das ist sicher viel Arbeit. Also die beiden hatten sicher viel Arbeit, aber es wird von den ganzen Testern und Qualitätssicherern und bla bla auch wirklich angenommen. Also das ist ja eigentlich das Interessante. Also wann immer du sowas anbietest, die Leute strömen ja doch hin und wollen sich austauschen. Und ich glaube, das ist somit das Wichtigste auch im nächsten Jahr, dass wir untereinander, weil die Entwicklung so wahnsinnig schnell ist, dass wir echt versuchen, unser gegenseitiges Wissen da auszutauschen und gemeinsam da irgendwie weiterzukommen, weil tatsächlich, was wir uns nicht leisten können, ist, wenn wir jetzt in Deutschland auch noch haufenweise schlechte Software produzieren würden, das wäre echt extrem schade. Also, weil das ist bisher noch unser Standortvorteil und ich finde, den sollte man nicht so einfach aufgeben. Ich glaube auch, dass der Austausch, der ist auch etwas, was uns ja als Community schon auszeichnet, dass wenn ich auf diese Testing-Events gehe, ob das jetzt Konferenzen, Abendveranstaltungen, sonst was ist, eigentlich immer das Beste dran ist, sich mit den anderen Leuten dann auch ein bisschen über die Themen auszutauschen, mal gemeinsam Lösungen zu entwickeln, mal gemeinsam ein bisschen rumzujammern und mal zu schauen, was entsteht denn da eigentlich auch Gutes draus. Ne? Und ich glaube, da gibt es ja auch genug Möglichkeiten. Ich finde auch diese Initiative mit dem Testland ganz super, mal regional wieder auch mehr die Leute zusammenzubringen. Ich glaube, das tut uns allen gut. Und die Events sind auch mein Highlight nächstes Jahr, auf das ich mich jetzt schon freue, von internationalen und nationalen tolle Konferenzen, die vor der Tür stehen. Da gibt es auch noch das eine oder andere Projekt, das dann auch noch angekündigt werden darf, aber da freue ich mich drauf, auch gerade auf diese Vielfalt nächstes Jahr mal breit zu streuen, zu inspirieren, Wissen zu verteilen, ob das jetzt über die Podcasts ist, über Keynotes oder Speeches oder andere Formate. Das wird mein Highlight nächstes Jahr sein, wobei ich mir auch für nächstes Jahr vorgenommen habe, gerade im Herbst ein bisschen Lücken zu lassen zwischen den einzelnen Konferenzen, weil das war dieses Jahr schon echt hardcore zum Teil. Aber gut, das gehört dazu. Ja, die letzten Wochen waren ja echt heftig. Ja. Hast du denn jetzt vor, nach Weihnachten jetzt einmal so ein paar Tage mal nichts zu machen? Ja. Klar, wir hören den Podcast jetzt am 23., aber auch die Zeit dazwischen mal so ein bisschen zum Abschalten zu nutzen? Auf jeden Fall, das ist auf jeden Fall sinnvoll, ja. Ja, meine Lieben, zum Abschluss würde ich sagen, hat jeder noch einen Wunsch für die Tester-Community fürs nächste Jahr frei? Kurz und prägnant. Einen Wunsch für die Man merkt hier übrigens, liebe Hörerinnen und Hörer, das ist alles spontan hier, ne? Ist nichts vorbereitet, die wissen die Fragen nicht, ne? Und sind jetzt alle im Stock. Also ich habe den Wunsch, dass wir alle ein glückliches Näschen haben und
natürlich alle die besten Fehler und die wichtigsten Fehler finden, dass wir alle ein sehr gutes Produkt auf den Markt bringen. Gibt's bessere Wünsche? Also da kann man ja, das ist natürlich ein richtig guter Wunsch. Nee, Wolfgang, mach du erst. Ja, also so mein Wunsch an die Testing-Community ist wirklich, dass wir es im nächsten Jahr schaffen, das Bewusstsein einfach noch zu stärken, und zwar bei denen, die nicht in der Test-Community sind. Ja? Also so wie du vorhin gesagt hast, Christian, dass manchmal die Sprache eben, die wir haben, doch sehr abweicht von dem, was die anderen haben, und was eigentlich schade ist, weil es einfach nur Begriffe sind, die eigentlich jeder kennen sollte. Das wäre so mein Wunsch, dass dieser Qualitätsgedanke so ein bisschen einsickert und dass das nicht erst passiert, wenn irgendwann große Strafen kommen oder Firmen pleite gehen, weil sie falsche Entscheidungen getroffen haben oder weil irgendwann mal verklagt wird, was im Moment ja auch relativ viel gemacht wird. Insofern hoffe ich, dass so sich die Qualität so einschmeicheln kann. Eben nicht disruptiv, sondern tatsächlich einschmeicheln kann, und dass wir überzeugender sind in unserer Arbeit, um dieses Thema auch voranzubringen und damit natürlich auch den Testern so ein bisschen das Leben zu erleichtern, dass die nicht immer nur die Bösen sind, die irgendwas Schlechtes gefunden haben, sondern eben auch, dass man versteht, dass sie eigentlich helfen, Risiken zu mitigieren. Das wäre so mein Wunsch. Mein Wunsch an die Community: tauscht euch aus, mehrt euer Wissen, versteht, was da zu tun ist, und dann findet einen pragmatischen Weg, das irgendwie unterzubringen. Das wäre mein Wunsch, glaube ich, so. Und natürlich den Fehler finden, das finde ich richtig gut. Das ist der Punkt, den man braucht. Ja. Wenn ich so aufs nächste Jahr schaue, was ich mir von der Community auf jeden Fall noch wünsche, und ich glaube, wir haben noch total viel nicht gehobenes Potenzial an Wissen, was wir teilen und von dem wir alle lernen können. Also die Konferenzen sind zwar immer voll mit Vorträgen und da sind natürlich auch viele gute immer dabei, aber ich möchte da gerne noch mehr konkrete Lösungen sehen, auch hier im Podcast, auch auf den Events, wo man wirklich sagt, okay, so kann es funktionieren, und sich darüber dann austauschen, damit jeder auch wirklich was mitnehmen kann für sich. Was kann ich denn da jetzt konkret in meinem Alltag auch mit umsetzen und nicht nur ein Konzept zu erfahren auf sehr High Level, das dann vielleicht hilft, dann wirklich einmal da auch noch mehr Anwender zu hören und mehr diese Themen dann auch, diese Schätze zu heben, weil ich glaube, da können wir ganz viel lernen auch voneinander, und ich bin da guter Dinge, dass wir da auch hinkommen. Habt den Mut und zeigt, was für Lösungen ihr habt, und ich glaube, es wird sehr dankend angenommen. Auf jeden Fall. Es gibt ja viele Events, Call for Paper laufen auch ständig, da kann man sich natürlich nicht, und ansonsten auch hier, der Platz als Podcast-Gast ist natürlich auch immer frei und zu belegen, also da freue ich mich auch immer über Wünsche, über Ideen, wen man dann da auch mal interviewen könnte. Ja, meine Lieben, mein Kaffee alias Glühwein oder was da auch immer drinnen war, das ist alle. Das war gar kein Glühwein. Nee, war kein Glühwein, war nur Kaffee. Ich muss doch arbeiten heute. Unter der Mütze ist es warm. Es war mir ein Fest mit euch dieses Jahr und heute. Ich wünsche euch schon mal ein schönes Weihnachtsfest und einen guten Rutsch ins nächste neue, erfolgreiche Testerjahr. Auch den lieben Hörerinnen und Hörern und Zuseherinnen und Zusehern ein frohes Weihnachtsfest, und dass wir uns alle nächstes Jahr wieder gesund und munter und mit dem ein oder anderen Schokoback auch wiedersehen. Die besten Wünsche auch an dich, Ritchie. Macht's gut. Vielen Dank. Ja, alles Gute, ne? Ciao, ciao. 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 Ciao.